Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Python. Ja, gestern kam der Wunsch auf, dass ich mal ein Programm mache, wo ihr so ein bisschen was benutzen könnt von dem, was ihr schon gelernt habt. Und genau das möchte ich jetzt machen. Wie ihr hier schon an der Überschrift sehen könnt, wird es sich jetzt um einen kleinen Vokabeltrainer handeln. Und zunächst mal müssen wir uns natürlich überlegen, was wird dieser Vokabeltrainer später können. Und da Python irgendwie meistens irgendwie kleine Programme oder Skripts sind, die irgendwas automatisieren, und auf der Konsole laufen, also nicht so eine grafische Oberfläche wie bei, keine Ahnung, Java oder C Sharp oder sowas. Ja, deswegen werde ich jetzt hier einfach nur einen stinknormalen Vokabeltrainer auf der Konsole laufen lassen wollen und auch nicht so irgendwie richtig komplex, sondern für was Kleines sein, was wir in einem Video abhandeln können. Ihr könnt dann als kleine Übung, wenn ihr Lust habt, in Datei schreiben oder sowas, wenn ihr so fertig seid. Aber ich glaube, das könnt ihr dann auch alleine machen. Ich sage dann vielleicht am Ende nochmal, wie man das machen könnte. Gut, also fangen wir an. Wir wollen haben einen Deutsch-Englisch-Vokabeltrainer, der uns, ja, indem wir was eingeben können, der uns abfragt. Und zunächst einmal brauchen wir natürlich dieses Deutsch-Englische. Das Problem ist, dass wir einen deutschen Begriff und einen englischen Begriff brauchen, sprich zwei Begriffe. Also können wir das nicht einfach als primitive Variable oder sowas hinschreiben. Wir könnten schon, aber dann müssen wir es parsen. Und deswegen würde ich hierfür eine Klasse empfehlen. Ich nenne die Klasse einfach mal Entry. Genau. Macht irgendwie Sinn als Eintrag und so. Ja, und dann sollten wir vielleicht einen Konstruktor benutzen, denn dieser Konstruktor ist ja dafür da, dass man quasi die zwei Begriffe eingeben kann, nämlich Deutsch und Englisch. Und dann müssen wir sie halt noch instanzieren in dieser Klasse drin, beziehungsweise erstmal kreieren. Und wenn wir das gemacht haben, können wir mit dieser Klasse eigentlich schon arbeiten. Das ist alles, was wir in der Klasse wirklich dringend brauchen. Sprich, wir haben dann zwei Klassenvariablen, nämlich Deutsch und Englisch. Methoden brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Könnt ihr euch aber schreiben, wenn ihr zum Beispiel den deutschen Begriff wollt, dass ihr dann, oder wenn ihr eine Übersetzung für einen Begriff wollt, dass ihr dann halt eine Funktion schreibt, die euch zu diesem Begriff einen englischen Begriff oder der dazu passende englische Begriff übergeben wird. Aber das kann man eigentlich auch relativ einfach von Hand machen. So, dann brauchen wir irgendwie eine Datenbank oder sowas, wo wir unsere ganzen Einträge speichern. Da das ein simpler Vokabeltrenner sein soll, werden wir das Ganze einfach in einer Liste speichern. Einträge ist gleich. So, und dann machen wir eine leere Liste erstmal. Da wird sich nachher noch was tun, denn ich werde euch dann noch gleich erklären, warum. So, dann wollen wir erstmal eine Main-Methode haben. Also das ist eigentlich auch schon ein Teil der Main-Methode, aber nicht so wichtig. Und zwar sagen wir hier erstmal while true, denn wir wollen das ganze Programm ja unendlich ausführen, bis der User sagt, okay, wir wollen jetzt fertig sein, also wir wollen nicht mehr. Und dann wird er irgendwie einen Befehl eingeben, dass man es beenden kann. Er wird also Befehle eingeben können müssen in unsere Kommandozeile. Und aus diesem Grund werden wir jetzt hier erstmal den Befehl parsen. Sprich, Befehl, also was der User eingegeben hat, gleich Input von, und jetzt kommt hier rein, falls ihr es nicht mehr wisst, was wir gerne hätten, also was da stehen soll. Befehl, Doppelpunkt, und dann hier hinten dran gibt der User ein, was er möchte. Und das wird dann alles in diese Variable gespeichert. So, jetzt schauen wir, was wir als Befehle haben wollen. Dann sagen wir hier if Befehl gleich. Okay, was könnte er denn machen wollen? Naja, zunächst mal wird er was eingeben wollen. Das wäre dann das hier. Dann wollen wir, dass er was eingeben kann. Okay, so. Also diese Eingabe hier, elife, genau. Dieses Eingabe ist eine Funktion, die habe ich jetzt einfach hingeschrieben, damit der Code dann nicht zu lang wird. Als nächstes könnte der Nutzer vielleicht abgefragt werden wollen. Sagen wir mal Abfrage dazu. Das heißt, wenn er Abfrage eingibt, dann wird er abgefragt. Okay. Und dann wird die Methode Abfrage aufgerufen. Und dann könnte es vielleicht noch sein, dass der User raus möchte, also irgendwie was beenden möchte. Also if-Befehl gleich beenden, dann break. Und break beendet jetzt diese while true Schleife. Das heißt, wenn wir hier durch sind,
durch diesen Block von der While-Schleife, dann ist er fertig mit dem Programm, sprich hier unten drunter passiert nichts mehr. Außer vielleicht solche Sachen, die ihr noch reinschreiben wollt, zum Beispiel, dass alles also alle Einträge in eine Textdatei gespeichert werden. Das heißt, wenn diese While-True-Schleife beendet wird, wird er zwangsläufig irgendwann relativ schnell zum Ende kommen. Ähm, ja, und dann sollten wir ihm vielleicht noch sagen, was er denn gerade alles zur Verfügung hat. Also elif, Befehl, also was er alles schon eingegeben hat sozusagen, habe ich mir mal so gedacht, dann könnte man Ausgabe erwarten. Dann werden einfach alle Einträge ausgegeben. Also print all. Ist auch eine Methode, die wir noch schreiben müssen. So, und ansonsten wissen wir nicht, was er möchte. Falls ihr noch irgendwelche anderen Vorstellungen habt, was er machen könnte, der User, dann schreibt ihr hier einfach noch weitere Elifs rein mit weiteren Funktionen, die ihr dann einfach noch selber schreiben könnt. Aber ansonsten schreiben wir print. Wir wissen nicht, was du machen möchtest, also keine bekannte Ausgabe. Tippe Eingabe, Abfrage, Ausgabe oder beenden. So. Und danach fängt diese Schleife wieder von vorne an. Das heißt, hier wird wieder nach einem Befehl gefragt. Und es wird wieder geschaut, okay, welchen Befehl möchtest du denn benutzen? Und falls du nichts Gültiges eingibst, dann landen wir wieder hier und fangen wieder von vorne an. So, und das wird jetzt quasi permanent ausgeführt, aber wir warten immer auf den Befehl. Das heißt, wir passen eigentlich auf, dass der User nicht irgendwie Mist baut. Und ja, genau. Okay, wenn wir hier jetzt dieses Break aufrufen, dann springen wir aus der While-Schleife raus. Das heißt, wir landen hier unten. Da können wir eigentlich, wenn ihr wollt, noch ein Print beenden reinschreiben. Brauchen wir aber eigentlich nicht dringend. So, jetzt brauchen wir noch diese Funktionen hier, die wir gerade so definiert haben. Und da diese Funktionen alle auf diese Einträge zugreifen werden, werden wir die hier in die Mitte schreiben. Fangen wir mit dem obersten an. Ich würde sagen, Eingabe ist irgendwie das, was man als erstes braucht. Eingabe. So. Braucht keine Methode oder sowas, weil es einfach auf dieser Liste hier läuft. Die soll aber allen zur Verfügung stehen, deswegen bleibt die da draußen. Und ja, wir wollen ja, dass der User nicht jedes Mal Eingabe und dann wieder eine Vokabel, Eingabe, wieder Vokabel und dann das die ganze Zeit wiederholen muss, sondern wir wollen, dass er einmal Eingabe schreibt und dann kann er seine Vokabeln eingeben. Das heißt, wir brauchen hier wieder eine While-True-Schleife, denn er soll das ja die ganze Zeit machen, bis er nicht mehr möchte und vielleicht was anderes machen möchte. Dann brauchen wir hier ein deutsches Wort. Sagen wir hier, okay, ich kopiere das einfach mal hier. Input und dann sagen wir hier deutsches Wort, Doppelpunkt. So, und dann brauchen wir noch das englische Wort. Ups. Okay, so und jetzt wollen wir aber auch noch eine Möglichkeit haben, dass er hier wieder raus kann. Da wir aber nur diese zwei Eingaben erwarten, denn der User soll so wenig wie möglich schreiben müssen, also er soll nicht irgendwie schreiben, okay, und dann nochmal irgendwas, sondern wenn er eins geschrieben hat, dann kann man raus, wenn es irgendwie ein besonderes Befehlswort ist. Also if Deutsch gleich. Sagen wir einfach mal Hashtag fertig dazu. Oder Raute fertig oder Teppichzeichen, was ich neulich auch gehört habe, was ich ziemlich witzig fand. Hat ein Prof gemeint. Ja, wenn er dieses Raute oder Hashtag fertig eingibt, dann springen wir einfach komplett raus, nicht nur aus der While-Schleife, sondern direkt aus der Funktion. Ihr könnt aber auch einen Break benutzen hier, das ist relativ gleichbedeutend, weil diese Funktion besteht ja nur aus diesem While True. Was anderes gibt es hier nicht. So, dann gehen wir hier raus aus der Funktion und wenn wir aus der Funktion rausgehen, dann kommen wir hier wieder raus. Das heißt, wir sind mit diesem if fertig. Das heißt, wir springen hier hin, also springen wir wieder an den Anfang der While-Schleife. Also fragt er wieder nach dem Befehl. Und dann kann man zum Beispiel Abfrage auswählen oder sonst irgendwas. Und dann kann er dasselbe natürlich noch mit dem englischen Wort machen. Wenn das Hashtag fertig ist, dann gehen wir auch raus. Warum ich das zweimal reinpacke und nicht einfach mit einem OR verknüpfe, ist folgendes. Wenn wir das nur hier unten reinschreiben würden, dann müsste der User ein deutsches und ein englisches eingeben. Wir wollen aber, dass der User schon beim Deutschen, wenn er da Hashtag fertig reinschreibt, dass er dann schon direkt rausspringt. Deswegen gleich da oben.
Ähm, ja, und das war's doch eigentlich schon fast. Jetzt müssen wir es nur noch eintragen. Und zwar in diese Einträge hier. Ne, deswegen sagen wir hier Einträge, Punkt append und dann kreieren wir uns ein Entry aus dem deutschen Wort und dem englischen Wort. So, gut. Nächste Funktion wird sein, was haben wir als nächstes? Abfrage. Def Abfrage. Okay, so. Was wollen wir hier haben? Wir wollen auch wieder eine While-True-Schleife haben. Logischerweise, denn gleiches Argument wie oben. Der User soll nicht ständig irgendwie Abfrage eingeben und dann wird da eine Vokabel abgefragt und ja, das wäre ein bisschen blöd, deswegen genau. So, und jetzt möchte ich hier nicht immer das erste Vokabelteil abfragen und es dann nach hinten verschieben, sondern ich möchte eigentlich zufällig abfragen, damit er nicht irgendwie weiß, was wann kommt. Und deswegen sagen wir hier, okay, i gleich. So, und jetzt kommt was, weiß nicht, ob wir das schon hatten. Random.randint. Das ist einfach das Random, das ist auch nicht schwer zu benutzen. Wir müssen es nur importieren hier oben, deswegen sagen wir hier import random. So. Und jetzt sagen wir hier, okay, random.randint, da könnt ihr einfach mal googeln danach. Das ist eine Funktion, die ist vorgegeben von den Python-Machern, glaube ich. Und die soll liegen zwischen 0, das ist ja der erste Eintrag, und zwischen der Länge der Einträge, also die Länge, upsala, die Länge von dieser Liste Einträge. Aber wenn wir das machen, dann kann auch die Länge von Einträge rauskommen, das heißt -1. So, und ja, jetzt fragen wir ihn nach dem englischen Wort für den Eintrag, den wir gerade hier ausgewählt haben. Also Englisch ist gleich. Also jetzt fragen wir ihn danach. Input, okay. Und jetzt wollen wir wissen, englische Übersetzung von. Und dann müssen wir, was soll das hier? Und dann müssen wir den Eintrag natürlich angeben, sonst weiß er nicht, was für ein Wort gefragt ist. Und zwar an der Stelle i und dann nur das deutsche Wort natürlich, sonst haben wir ein Problem, weil wir irgendwie versuchen, ein größeres Objekt auszugeben. Und dann hinten dran vielleicht noch, dass es ein bisschen schöner aussieht, ein Doppelpunkt und ein Leerzeichen, sonst kommt man sich so doof vor, wenn man direkt hinter ein Wort was eingibt. Genau. Und jetzt müssen wir ihm natürlich erstmal die Möglichkeit geben, rauszukommen wieder. Also wenn er die Abfrage beenden möchte, wieder mit Hashtag fertig. Ups, ich habe was vergessen. So, dann gehen wir wieder raus mit Return. Und ansonsten haben wir noch eine Möglichkeit, if Einträge an der Stelle i. So, das ist wieder mal unser Eintrag, den wir hier ausgewählt haben über unseren Zufallsgenerator. Englisch. Wenn das wirklich gleich ist wie das Englische, was er eingegeben hat. So, jetzt Achtung, jetzt muss ich das kurz erklären. Das hier ist das Englische, was wir schon in unserer Datenbank sozusagen drin haben, was hier drin steht. Also geben wir self. Oder dieses Englisch für den Entry aus. Und dieses Englisch hier ist das, was er eingegeben hat. Vielleicht war die Variablenbelegung von mir gerade nicht so toll gewählt. Also wenn die gleich sind, dann hat er ja richtig geantwortet. Also geben wir mal korrekt aus. Und fragen ihn danach einfach das nächste wieder ab. Also das war quasi richtig. Also fangen wir wieder hier oben an der While-True-Schleife an und wählen wieder eins zufällig aus und dann fragen wir ihn wieder nach einer neuen Übersetzung. Gut. Und ansonsten war es logischerweise falsch. Also sagen wir print leider falsch. Richtige Antwort. Und wir sagen hier Einträge und jetzt geben wir das Richtige aus. Im Prinzip könnte ich das kurz kopieren. Einträge an der Stelle i und dann englisches Wort davon. So. Und jetzt sind wir hier eigentlich fertig mit der Abfrage. Wir haben eine Möglichkeit, dass wir wieder raus können. Und wir haben die Möglichkeit, dass wir ihn abfragen können, dass er die richtige Antwort gibt und dass er die falsche Antwort gibt. So, jetzt haben wir noch die letzte Methode hier unten, die Print All, die ihr gerade nicht sehen könnt, weil ich nicht tiefer scrollen kann. Damit. So, jetzt könnt ihr sie sehen. Diese Print All Methode hier, wo wir einfach ausgeben wollen, was für Vokabeln gerade aktuell drin sind. Also sagen wir hier def, jetzt bin ich ein bisschen zu tief, ne? Print all. So. Und hier müssen wir eigentlich keine While-True-Schleife benutzen. Wir wollen hier eigentlich bloß alle Einträge mal kurz ausgeben. Also vor Eintrag
in Einträge wollen wir Print Eintrag und hier am besten aufpassen auf irgendwie eine schöne ja, eine schöne Ausgabe oder was auch immer. Eintrag.deutsch und das hier könnt ihr theoretisch als Funktion euch vorstellen für diese Entry-Klasse. Das könnte ich sogar tatsächlich mal machen, so habe ich es jetzt zwar noch nicht vorgeschrieben, aber das könnten wir machen. Print Eintrag.toString. So. Genau, und jetzt schreiben wir uns hier oben die toString-Methode rein. Def toString self. Und ja, was wollen wir denn hier machen? Wir wollen es ausgeben als return self.deutsch plus und dann sagen wir vielleicht so ein Bindestrich und dann ein Leer vorne und hinten dran. Ups. Und dann sagen wir hier wieder self.englisch. So. Also wir geben quasi das deutsche Wort mit einem Bindestrich und dann das englische Wort aus. Und das machen wir für jeden Eintrag und das war's dann auch schon wieder. So, und im Prinzip haben wir jetzt schon unseren Vokabeltrainer fertig. Das heißt, es ist Zeit zum Ausprobieren. Allerdings möchte ich euch noch kurz hier darauf hinweisen, dass hier noch nichts drin steht, ja? Und das bedeutet, wenn wir den jetzt starten, dann wird hier erstmal nach einem Befehl gefragt. Und ich fange jetzt gleich mal mit dem Befehl an, der alles abstürzen lässt. Abfrage. Und dann kriegen wir gleich mal einen Fehler, denn wir haben hier eine Empty Range von 0 bis 0. Da haben wir natürlich ein Problem. Und deswegen haben viele Vokabeltrainer tatsächlich schon hier so ein Standardding drin, damit eben dieser Fehler nicht mehr drin ist. Und deswegen packen wir das jetzt auch hier rein, sagen hier einfach mal Entry. Und zwar mit Hallo und Hello. So. Und jetzt haben wir einen Standardteil dabei und können tatsächlich schon die Abfrage direkt starten. Und es fragt uns nach der englischen Übersetzung von Hallo, was natürlich Hello ist, das wissen wir ja alle, und er sagt dann korrekt. So, und jetzt fragt er uns natürlich wieder nach Hallo ab, denn wir wissen ja noch nicht, beziehungsweise wir haben noch nicht mehr Vokabeln und diesmal sagen wir was Falsches. Und das war leider falsch, wer hätte es gedacht. Also sagt er uns die richtige Antwort. So, und dann fangen wir wieder von vorne an, jetzt haben wir aber keinen Bock mehr, weil wir angepisst sind, weil wir hier was falsch gesagt haben und wollen lieber neue Sachen eingeben, also Eingabe. So, deutsches Wort wäre Hund. Englisches Wort Dog. Deutsches Wort, keine Ahnung, ich bin gerade sehr unkreativ. Python. Englisches Wort Python. Okay, jetzt sind wir fertig. Und jetzt wollen wir uns mal alle ausgeben lassen. Ausgabe. Und jetzt wird ausgegeben, was wir hier alles dabei haben. Nämlich Hallo, was Hello ist. Hund heißt Dog und Python heißt Python. Okay, jetzt fragen wir uns noch ein bisschen ab. Abfrage. So, Übersetzung von Hallo wäre Hello. Schon wieder Hallo. So eine Sauerei. Okay, jetzt fragt er uns nach Hund. Und jetzt fragt er uns nach Python. Und da wir alles wussten, würde ich mal sagen, wir sind cool, wir können hier raus. Ja, und so könnt ihr quasi euren eigenen Vokabeltrainer schreiben. Was ihr jetzt natürlich noch machen könnt, hier unten nach dieser While-Schleife, wenn ihr fertig seid mit allem und das Programm sich quasi beendet, also sprich hier, dann könntet ihr das Ganze noch in eine Datei schreiben, aber da wir schon bei 18 Minuten, 19 Minuten gleich sind, mache ich das jetzt nicht mehr. Und am Anfang, logischerweise, dann hier, beziehungsweise einfach vor dieser While-True-Schleife, lest ihr das wieder ein und schreibt in eure Einträge alle Entries rein, die ihr in dieser Textdatei von mir aus gefunden habt. Irgendwie sowas könnte man sich auf jeden Fall noch überlegen. Und wenn ihr dann noch lustig seid, könnt ihr euch noch weitere Sachen überlegen, wie schon eine Standarddatenbank oder vielleicht mehrere Dateitypen, dass ihr sogar was importiert, was irgendwie eine richtig große Datenbank ist, aber ja, wie ihr Lust habt. Vielleicht findet ihr sogar irgendwo eine Englisch-Deutsch-Datenbank, beziehungsweise andersrum Deutsch-Englisch, die ihr dann einlesen könnt oder sowas. Ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ihr habt jetzt eine kleine Anwendung gesehen, wie man die so baut und was man damit alles machen kann. Wie gesagt, Python ist hauptsächlich für irgendwelche Konsolenanwendungen gedacht, beziehungsweise ich habe es dafür bisher ausschließlich benutzt. Aber echt cool für irgendwelche Hardware-Sachen auch, also zum Connecten zu irgendwie Bluetooth oder sowas kann man das auch super benutzen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich erstmal wieder und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.